In diesem Video stellen wir euch das Versionsverwaltungssystem Git vor. Wir erklären die Grundfunktionen von Git und zeigen, warum es in der Projektarbeit so hilfreich ist. Versionsverwaltungssysteme wie Git ermöglichen, dass alle Änderungen, die ihr an einer Datei vornehmt, aufgezeichnet und dann separat von der Originaldatei gespeichert werden. Dadurch entstehen verschiedene Versionen der gleichen Datei. Eine Besonderheit ist dabei, dass man mit Git dezentral arbeiten kann. Das heißt, jeder Mitarbeiter verfügt lokal über den gesamten Verlauf des Codes. Die verschiedenen Versionen werden als Ordner auf deiner Festplatte gespeichert, als das sogenannte Repository. Im Falle eines Bugs in einer neueren Version könnt ihr zum Beispiel zu einer früheren, stabileren Version eines Projekts zurückkehren. Außerdem könnt ihr verschiedene Versionen eines Projekts miteinander vergleichen und diese auch zusammenführen. Das macht es besonders für Entwicklergruppen interessant, die gleichzeitig an einem Projekt arbeiten wollen. Zum genauen Ablauf des sogenannten Merchants kommen wir im nächsten Video. Wo wird euch Git in eurem Arbeitsalltag begegnen? VW und auch viele andere große Tech-Konzerne wie PayPal und Tesla verwenden den Dienst Bitbucket, um ihre Softwareprojekte zu organisieren. Bitbucket funktioniert dabei als Cloud-Server, auf dem die Mitarbeiter ihren Code hochladen und austauschen. Diese Grafik zeigt den generellen Workflow mit Git. Ihr startet ganz links im Arbeitsbereich. Dort nehmt ihr Änderungen am Code vor. Mit den Konsolenbefehlen in den blauen Pfeilen könnt ihr eure Aktualisierungen an euer lokales oder das geteilte Repository weitergeben, wo es dann allen anderen Mitarbeitern zur Verfügung steht. Wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass es zwischen dem Arbeitsbereich und dem lokalen Repository noch den Bereich Index oder Staging Area gibt. Hier könnt ihr Dateien oder auch einzelne Codezeilen, die ihr zufügen wollt, sammeln und überprüfen, bevor ihr sie in das Repository schickt. Dieser Bereich funktioniert also wie eine Art Zwischenspeicher und letzter Checkpoint für eure Arbeit, bevor ihr sie weitergebt. Zum Abschluss funktioniert der Workflow natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ihr die neueste Version der Projektdatei haben wollt, geht das mit dem Befehl git pull. Das waren die wichtigsten Grundlagen zu Git. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr mit Git risikofrei neue Features in euer Projekt integrieren könnt, welche Fehler dabei aufkommen können und wie ihr sie behebt.